Es gehört zu den ersten Dingen, die im Leben eines Menschen festgestellt werden, das Geschlecht. Und diese Identität kann vieles prägen, bis hin zu den Farben im Kinderzimmer. Für manche Menschen passt allerdings diese Einordnung als Mann oder Frau nicht. Für sie ist es ab heute deutlich einfacher, den Geschlechtseintrag zu ändern. Das neue Selbstbestimmungsgesetz der Ampelkoalition tritt in Kraft, nachdem es immer wieder auch Kritik gab. Vor allem, weil es auch für Jugendliche ab 14 eine Änderung möglich macht und weil so eine Änderung jährlich möglich ist. Das Familienministerium rechnet mit rund 4.000 Anträgen pro Jahr. Über Freude und Kritik bei Menschen, die selbst von der Neuregelung betroffen sind. Fabian Siegel. Flyer von 2018. So lange kämpft JJ Link aus Stuttgart dafür, dass es leichter wird, den Geschlechtseintrag zu ändern. Heute ist in Baden-Württemberg Feiertag, aber schon am Montag ist es soweit. JJ hat den Termin auf dem Standesamt. Ich habe jetzt 7 Jahre drauf gewartet und dachte so, warum noch länger warten? JJ hatte bisher einen weiblichen Geschlechtseintrag, hat sich aber nie so gefühlt. Später männliche Hormone genommen, eine angleichende OP gemacht. Als Mann sieht sich JJ aber auch nicht. Der Geschlechtseintrag divers, die passende Wahl. Als klar war, dass es das geben würde, das war für mich voll die Erleichterung. Da dachte ich, ja, also weder männlich noch weiblich. Das wäre genau das, was mir gut passen würde. Hallöchen. Marie-Louisa Richter aus Birkenfeld bei Pforzheim erzählt auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig ihre Geschichte. Sie ist als Junge zur Welt gekommen, hat ihr Geschlecht vor 2 Jahren anpassen lassen. Dafür wurde sie angefeindet und sogar einmal krankenhausreif geschlagen. Ich werde nicht aufgeben. Niemals. Und sie hat auch ihren Geschlechtseintrag 2022 ändern lassen, ist jetzt auch urkundlich eine Frau. Damals galt noch das alte Gesetz und das hatte viel höhere Hürden. So waren etwa psychologische Gutachten vorgeschrieben mit vielen intimen Fragen. Sie hat diese Befragungen aber nicht negativ erlebt. Meine Psychologen, die waren sehr, sehr freundlich, sehr auch fachbezogen. Im neuen Gesetz ist keine verpflichtende Beratung mehr vorgesehen. Man kann den Geschlechtseintrag nach einem Jahr sogar wieder ändern. Marie-Louisa Richter fürchtet, dass damit zu leichtfertig umgegangen wird. Das gefährde alles, wofür sie immer gekämpft habe. Man nimmt uns einfach nicht mehr für voll, wenn du wirklich jedes Jahr dein Geschlecht ändern kannst. Ich finde das erschreckend. JJ Link sieht das komplett anders, hat kaum Bedenken, dass die neue Regelung ausgenutzt wird. Ach, ich glaube, dass die meisten Menschen wirklich Besseres zu tun haben, als mutwillig ihren Geschlechtseintrag abzuändern. Und selbst wenn, wem tut es weh? Die eigene Änderung auf dem Standesamt am Montag will JJ danach feiern. Die alten Flyer des jahrelangen Einsatzes dafür entsorgt JJ aber schon heute. Sie haben ihre Schuldigkeit schließlich getan.